Saint-Vith, un nœud de communication important, tient. Les Allemands veulent absolument cette ville et les Américains l'ont compris. Dès lors, la bataille de Saint-Vith sera terrible. Und in demselben Moment kommt da ein Einschlag von Rott. Da haben die Amerikaner das Hotel zur Post, die sämtlichen Gebäude, also die Küche und die Wirtschaftsräume, alles war schon zerstört und die im Keller waren, hatten einen Treffer mitbekommen, nicht Granatsplitter und sonst. Es war eine schreckliche Panik. Da hat es Tote gegeben. Und dann hat die Frau Klein von Schlausenbach, sie kam zurück und hatte gesagt, Frau Mauer, jetzt können wir nach Bleialf zurück, die Deutschen sind da. Aber es hat mich erwischt. Oh Gott, sag ich, Frau Klein, Ihr Arm, da hing der Arm noch gerade an dem Faden und ich rufe zu einem Sanitäter, aber es war niemand da. Ich komme auch nicht an der Treppe hoch. Ich hatte die kleine Heidi, die war 7 Monate alt auf dem Arm. Ja, sagte ich, Frau Klein, was sollen wir machen? Und sie fällt denn auf die Treppe da zusammen und der Blutstrahl, der ergoss sich über die ganze Treppe. Und ich schreie, da kommen die anderen mal runter und haben denn gesehen, was los war. Ne? Die Frau Freches hatte den Kopf voll Splitter und Paul Vogt, soll ich es sagen, er hat gesagt, ich habe den Arsch voll Splitter. Er war auch total, also er hat so verwundet. Ne? Und alle, die oben waren, hatten was mitbekommen, die deutschen Soldaten, alles. Jetzt sagt meine Schwester, ja, was machen Sie? War gerade eine Flasche Milch oben wärmen. Wir hatten unten keinen Ofen im Keller. Ja, sag ich, das wird ja immer schlimmer. Was sollen wir machen? Wir können ja nicht mehr hier bleiben. Das geht doch nicht. Les Allemands doivent prendre Saint-Vith pour assurer la percée. Le général Hasbrouck, commandant la 7e division blindée, reçoit l'ordre de faire mouvement alors que sa division se trouve à la pointe méridionale des Pays-Bas. Le 17 décembre, à 5 h du matin, les premiers véhicules se mettent en route. À minuit, ils sont devant Saint-Vith pour installer une ligne de défense. La bataille qui s'engage sera longue. The Germans didn't expect us to get there that fast. And when we met them, we had a head-on collision with them just east of Saint-Vith. They'd been told there were no American tanks there, and here they were, and they were caught by surprise, and we knocked out 8 of their tanks right away. So the first day was a great success, but then they augmented their forces rapidly, and well, I'll let you go on because the rest of it is... I've had a discussion with General Monteufel, and he told me that if he had been able to capture Saint-Vith on schedule, the 101st Airborne would never have gotten to Bastogne because, but we denied him 6 roads and 3 railroads by keeping Saint-Vith as long as we did. We held it 6 days, and he'd hoped to have it on the end of the 2nd day. And he realized, he told me that the jig was up, to use an American phrase, and that he recommended to Hitler then that the offensive be called off, but Hitler wouldn't countenance that at all. Face à la violence des combats, les habitants de Saint-Vith sont obligés de se réfugier dans les campagnes avoisinantes. Wir haben uns denn da, das war den Heiligen Abend, war sonntags. Ich meine, es war sonntags. Das habe ich eben gesagt. Ja, und meine Schwester, sie hatte eine Riegel Schokolade in der Tasche und hat den Kindern die gegeben. Dann habe ich ja noch geschrieben, so arm kann das Christkind sein, mit einer Riegel Schokolade Weihnachten feiern, nicht? Und wir blieben dann 2 Tage da. Dann war auch der Beschuss so schlimm da und da fielen die Bomben. Wir gehen noch in ein Nachbarhaus. Das war auch keine Möglichkeit. Da waren 40 St. Viter. Ja, da konnten wir ja auch nicht bleiben. Und jetzt war Weihnachten.
In welchen? Ah, nee, wir waren da noch bei Schrauben. Da waren wir im Stall. Der Bauer sagt, ja, wir haben keinen Keller, geht in den Stall. Das Heu, das schützt euch vor Bomben. Das Heu sollte uns denn vor Bomben schützen. Und da waren wir ca. 40. Und eine Frau wurde noch ohnmächtig, wie der Angriff kam. Nicht? Da wurden wir hin und her geworfen von dem Luftdruck. Wir fielen, wir konnten die Kleine nicht mehr halten, wir zitterten so. Wir ließen die Kleine fallen auf den Boden und die Frau Piep, die wurde ohnmächtig. Und dann haben wir die in die Stube getragen. Und der Luftdruck war so schlimm, nicht? Und alles war schwarz. Das war der erste Angriff, nicht? Ja, und wir gehen raus, da sahen wir St. Vith brennen, nicht? Das war eine Wand. Die ganze Stadt brannte schon.